Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Etwas Unglaubliches ist passiert. Ich komme zurück vom Heli-Fest und endlich ist mein Stick Mover da. Ich habe ja echt schon nicht mehr dran geglaubt. Sollte eigentlich schon im Mai kommen, dann habe ich nachgefragt, weil irgendwie jeder schon seinen Stick Mover hatte, nur ich nicht. Und anscheinend ist meine Adresse irgendwie in der Versenkung verschwunden. Dann gab es Probleme mit der Post, aber jetzt endlich mit ein paar Monaten Verspätung habe ich meinen auch gekriegt. Als kleines Entschuldigung haben mir die Jungs von Stick Mover dann etwas für die gute Figur dazugelegt und ein Cappy. Dankeschön an dieser Stelle. Und ich dachte mir, wir installieren das Ganze jetzt mal. Ich benutze übrigens einen Mac, also kein Windows. Ich möchte einfach mal gucken, was ist in der Kiste drin, wie funktioniert das Ganze, wie funktioniert das mit den Abi-Skills. Als Supporter hat man ja ein paar Abi-Skills bekommen, das heißt, ich kann jetzt Figuren kaufen, kostenlos. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal zusammen die Box auf. So, es wird spannend. Wir gucken mal, was in der Kiste drin ist. So. Einmal ein kleines Willkommenszettelchen, auf der erklärt wird, dass man die Software im Internet herunterladen muss. So sieht das Ganze jetzt aus in mattschwarz. Wir hier noch ein Ladegerät. Sogar mit passenden Adaptern für Amerika und ich glaube England ist das hier. Und ein USB-Kabel. Und das war's dann auch schon. Ich glaube, ich habe mich ein wenig geirrt. Ich bin doch ein typischer RC-Flieger. Ich dachte nämlich, ich muss das Ding erstmal irgendwie aufladen, weil es mit Akku läuft. Aber es sieht so aus, als würde der ständig angesteckt sein müssen. Also der braucht wohl ständig eine Stromverbindung, was auch erklärt, warum das Ladegerätkabel so lang ist. Ja, dementsprechend bleibt das jetzt erstmal hier. Und wir machen uns jetzt auf die Suche nach der Software. Denn ohne Software läuft ja nichts. Software hat 1,2 GB. Nicht gerade wenig. Also wenn man der Kurzanleitung glauben darf, sollte das Ganze eigentlich sehr einfach sein. Eigentlich nur Software runterladen, noch nicht starten, Stick Mover mit Strom versorgen, mit USB-Kabel anschließen, warten bis alles erkannt ist, Software starten, Seriennummer hier von der Rückseite eingeben, kalibrieren und fertig. Ich bin ja mal gespannt, ob das so funktioniert. So, die Software haben wir jetzt. Dann liebt ihr das auch so sehr wie ich, wenn der Balken voll läuft und das letzte Prozentchen dann irgendwann stehen bleibt? Ich dachte, das wäre was es nur bei Microsoft gibt, aber scheinbar gibt es das auch beim Mac.
Es ist installiert. Da. Jetzt müssen wir das Ding hier irgendwo... Steckdose. Neue Steckdose. Also, nur mal so, ich finde, das sollte von alleine stehen können. Naja, ich suche mal eine Steckdose. So, der Sender ist angesteckt. Also die Knüppel ist total komisch, wenn man das von einem Sender nicht gewöhnt ist. Die Knüppel lassen sich nicht bewegen. Wenn man es versucht, dann hört man auch so ein kleines servotypisches Surren. Jetzt stecke ich das Ganze mal hier noch an den Rechner an. Haben wir auf jeden Fall schon mal jede Menge Kabelgewirrwarr. Naja. So, das ist angesteckt. Auf dem Windows würde wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein Software-Hardware-erkannt-Ding aufpoppen. Das tut es beim Mac ja nicht. Deswegen starte ich jetzt einfach mal die Software. Die Daten werden geladen. Was auch immer das heißt. Ah, AGB. Bla 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 bla. Wer liest das schon? Akzeptieren. Okay. Anmeldung. So, jetzt müssen wir uns registrieren bei dem Ding. Registrierung wurde erfolgreich ausgeführt, Programm muss neu gestartet werden. Na? Ja, Automotive. Da. Ja. Kennwort. Wir können automatisch suchen. Ja. Schon installiert und schon gibt es ein neues Update. Und nochmal neu starten, weil es ja so viel Spaß macht und wir haben ja auch Zeit. Wenn ich jetzt danach auch noch den Rechner neu starten muss, dann... So. Kein Video verfügbar. Profil. Okay, also hier können wir jetzt auswählen. Helikopter, Fläche, über Neuerungen informieren, Videoqualität HD, Helikopter. Anfänger bin ich jetzt nicht mehr. Bin ich fortgeschritten? Fortgeschritten? Ja. Ja, fortgeschritten. Sag ich jetzt mal. Settings. Mode 2. Einstellung Basis. Zweimal abspielen. Ah, okay. Also hier können wir jetzt einstellen, wie die Sachen abgespielt werden. Zweimal abspielen mit 75%, dreimal abspielen mit 100%. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Jetzt können wir das Ganze kalibrieren. Machen wir hier Kalibrierung starten. Es bewegt sich. Ich hole euch mal etwas näher ran. So, Position wählen. Was heißt hier Position wählen? Was? Muss ich jetzt... Das ist auch geil, ne? Muss ich jetzt hier auswählen, was das Ding macht? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, scheinbar. Weiter. Das. Das. Okay. Expo-Wert.
50, 50, 50, okay. Das war wohl die Kalibrierung. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr hört schon. Also für meinen Geschmack brummt das ein bisschen stark. Naja, das ist wie bei den Servos beim Heli. Wenn man ein bisschen dran rumfingert, wird es weniger. Aber so. Nehmen wir das Ding mal weg. Jetzt gucken wir mal. Ich nehme euch mal hier wieder. Jetzt gucken wir hier mal Videos oder Shop. So, also hier haben wir jetzt, ich glaube, das ist Fläche. Hier sieht nach Heli aus. Backward Loop, Backward Knife Edge Pirouette. Die Vorschau ist geil. Also ich kann anhand von diesem Gehüpfe jetzt nicht erkennen, was das ist. Was heißt das hier? Heli 3. Ist das der Schwierigkeitsgrad? Ich habe keine Ahnung. Backward Circle, Big Ben. Chaos Loop. Oh, Todesspirale. Okay. Oder ist das der Preis? Was ist jetzt wieder K? 3K. Hä? Also ich check jetzt gerade nicht so wirklich, was das jetzt alles heißen soll. Funnel. Kann ich hier irgendwo... Okay. Hier gibt es eine Legende. Also. Das erste ist ein Zeichen dafür, ob es ein Heli oder ein Flächenmodell ist. Die 3 steht für 3D. Das K steht für Kunstflug. Und je weiter dieser komische kleine Balken, der aussieht wie beim Handy, die Empfangsanzeige, je voller das ist, desto schwieriger ist das. Und das 1 steht für Einzelsequenz und das Unendlichkeitszeichen steht für Choreografie. Also man kann auch Choreografien komplett runterladen. Gut zu wissen. Okay, und jetzt kann ich hier rechts anscheinend eine Auswahl treffen. Nur mal fortgeschritten, Profi, 3D, Kunstflug, Heli und hier nehmen wir beides. So. Was möchte ich denn lernen? Ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn lernen? Kann ich das Fenster hier größer machen? Wieso ist jetzt hier schon wieder ein Flugzeug dabei? Ich habe doch gesagt, ich möchte nur Heli. Chaos Loop. Da ist schon wieder ein Flugzeug. Ich möchte kein Flugzeug. Pyroflip. Kann ich mir das jetzt vorher angucken? Okay. Das, ihr seht das ja so halbwegs hier im Hintergrund, das ist ein Pyroflip, wie ihn die ganzen Profis fliegen, nämlich mit mehreren Pirouetten pro Umdrehung. Wer meine Videos schaut, der weiß, ich kriege es inzwischen Gott sei Dank hin. Ich drehe den Heli, ich mache aber dann immer nur eine, also ich drehe ihn langsam. Also ich kann nicht mehrere Pirouetten pro Umdrehung. Wenn ich es versuche, passiert bei mir mal Folgendes, dass ich einfach alles doppelt so schnell fliege. Deswegen wird das hier mein ultimativer Test, ob das Ding es schafft, dass es in mein Hirn geht. Also, wir drücken hier mal auf Kaufen. Weiter. Achso, dann ist das jetzt wahrscheinlich irgendwo in meinem... Wahrscheinlich jetzt irgendwo in meinem Einkaufswagen. So. Wir suchen uns mal noch ein paar Sachen aus. Nee, das ist mir schon zu schwierig. Also, weg, geh weg. Weg! Geh weg! Ja. Ich will es nicht. Tu es weg. Ich habe mir vorgenommen, ich meine, es gibt ganz viele tolle Sachen, die man da aussuchen kann. Aber ich möchte nichts nehmen, was zu schwierig ist. Also natürlich möchte ich neue Sachen lernen, aber ich denke mal, wenn ich jetzt irgendwas nehme, wovon ich überhaupt gar keinen Plan habe, dann wird es mir so gehen wie auf der Rotor Live, als ich es ausprobiert habe. Nämlich dann bewegen sich die Sticks und ich habe selber noch überhaupt keinen Plan, was da eigentlich passiert.
Deswegen möchte ich Sachen machen, wie zum Beispiel den Pyroflip, den ich ja eigentlich schon grob kann, also was ich in meinen Fingern schon drin habe, aber wo ich dann was dazu lernen kann. Ich werde jetzt hier einfach mal noch ein bisschen im Katalog shoppen. Ja, wir Frauen, wir können ja shoppen. Wenn wir was können, dann ist es shoppen. Dann machen wir noch einen jetzt hier Pirating Funnel. So, kaufen wir jetzt auch mal zur Kasse. Warum kommt jetzt bei der Kasse die Kalibrierung des Stickmovers? Danke, dass ich es jetzt erklärt bekomme. Naja. Gutschein hinzufügen. Gutscheincode. Jetzt kaufen. So, habe ich das jetzt gekauft? Oder wie oder was? Ja. Also ich finde es schon mal sehr schade, dass es keinen Pyro-TikTok gibt. Ich dachte, ich lerne jetzt hier mal einen anständigen Pyro-TikTok. Aha. So, jetzt unter Videos sind jetzt meine 2 gekauften Dinger. Die sind jetzt hier drin. So. Jetzt kann ich das... Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann kriege ich jetzt hier meine Einstellung. Zweimal mit 75%. Mama, ich verstehe das nicht. Da steht, Daten werden geladen. Aber es passiert nichts. Ist hier wieder irgendwo ein Fenster, was irgendwas versteckt. Ich muss mich jetzt mal hier runterbeugen, weil ich habe die Kamera etwas tiefer gesetzt, aber damit ihr hier den Stickmover schön sehen könnt. Also ich werde jetzt meinen Pyroflip abfliegen lassen und ja, dann gucke ich mal, was passiert. Viel Spaß dabei. Uah! Das ist grauenvoll, das kriege ich niemals hin. Jetzt kommt 100%, jetzt haut es mir das sowieso alles weg. Also mein Fazit nach dem ersten Mal ausprobieren, es ist sehr seltsam. Ich bin ein wenig sprachlos. Ich meine, ich habe mir jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig Einfaches ausgesucht. Das Komische ist halt, ich kann ja, also die Grundidee des Pyroflips kann ich ja fliegen. Der ist jetzt natürlich, wie gesagt, für mein Hirn doppelt so schnell, weil ich ja jetzt 2-mal rühren oder vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, 3-mal rühren muss pro Umdrehung. Aber irgendwie, ich habe schon gemerkt, also ich meine, das fliegt natürlich jemand, der das kann. Das heißt, der macht auch nicht stupide irgendwelche Kreise da auf seinem Taumelscheibenstick, sondern halt angepasst für wie auch immer der Heli gerade steht. Und ich habe schon gemerkt, so mein Finger hat dann irgendwann schon rausgefunden, oh ja, das geht immer im Kreis. Aber irgendwann wollte mein Finger halt dann schön weiter runde Kreise ziehen und hat dann irgendwann gemerkt, so an der Stelle geht es doch nicht so weit. Und ja, also es war jetzt gerade etwas überfordernd, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ich probiere jetzt mal noch den Pirating Funnel, einfach mal nur um es auszuprobieren. Also das war jetzt gefühlt schon etwas besser. Wahrscheinlich, weil ich gerade selbst draußen ein paar... Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Pirating Funnel ist, was ich gerade draußen übe, aber ich meine, Funnel in alle Richtungen übe ich zumindest jetzt mal. So gesehen war das jetzt nicht ganz ungewohnt. Ich glaube, das ist auch das, was ich am Anfang sagen wollte. Sucht euch nichts, was ihr noch überhaupt gar nicht könnt, weil ich glaube, dann ist es fürs Hirn absolute Überforderung, so es bewegt sich in irgendeine Richtung. Das war jetzt schon vertraut. Es war trotzdem komisch, dass es an manchen Stellen wie viel gesteuert wurde. Ich würde sagen, ich übe jetzt diese 2 Figuren einfach mal weiterhin jetzt auch
abwechselnd hier Stick Mover, Simulator und dann gucke ich mal, wie schnell ich das lerne oder ob es mir gefühlt irgendwas bringt, weil ich weiß ja, wie schnell ich normalerweise Sachen lerne. Und dann gebe ich euch ein kleines Feedback in, keine Ahnung, 2-3 Wochen. Dann sehen wir mal, wie viel sich getan hat. Ansonsten mein erstes Fazit, muss ich sagen. Figurentechnisch und choreografiemäßig kann schon noch ein bisschen was nachkommen. Ich meine, das Ding ist gerade erst rausgekommen, da wird bestimmt jetzt noch einiges nachgeliefert werden. Im Moment ist, denke ich mal, gerade für jemanden, der anfangen will und der in den ersten Kunstflug kommen will, ist es super. Für jemanden jetzt in meinem Level, der zwischen Fortgeschrittenen und Profi hängt, also wie zum Beispiel Pirouetten-TikTok, habe ich jetzt nicht gefunden. Ja, warte ich jetzt mal ab, ob sowas dazukommt. Ich glaube, irgendwo habe ich auch ein Formular gesehen, wo man Wünsche halt äußern kann, damit die Avirem-Piloten das einfliegen und einspielen. Ansonsten, die Software ist übersichtlich. Sie hat jetzt beim ersten Mal bei mir funktioniert. Hat jetzt auch keine Abstürze, war jetzt eigentlich selbsterklärend, ohne dass ich irgendein großartiges Handbuch lesen musste. Nö, die Verarbeitung gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich meine, das Gebrumme von den Servos sind halt Servos, ne? Wir wissen das selber, Servos brummen. Mir persönlich, die Sticks sind mir ein bisschen zu hakelig. Das muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, das geht mir noch ein bisschen zu. Aber ist vielleicht persönlicher Geschmack, weiß ich nicht. Ihr könnt euch ja da selbst mal ein Bild von machen. Aber ich denke mal, das Ding tut, was es soll. Es zeigt meinem Hirn, wie sich die Finger bewegen sollen. Dementsprechend denke ich mal, wird es seinen Dienst tun. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage fleißig mal mich hier belehren lassen. Und wie gesagt, ich melde mich dann wieder bei euch, wenn es News gibt, ob es was bringt, ob es nichts bringt, wie viel es bringt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr reingeguckt habt und mit mir zusammen dieses Ding hier mal ausgepackt und getestet habt. Vielleicht seid ihr ja selber interessiert und legt euch so einen Stick Mover zu. Ich werde in keiner Weise von Stick Mover gesponsert oder sonst irgendwas. Das ist ein ganz ehrliches Review. Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann!